ich bin Dustin von Nanobike und diesmal stelle ich für 2019 die Produktneuheiten von Specialized vor. Und zwar ganz genau das Tarmac Disc Pro Rennrad für 2019. Also wirklich ein mega krasses Bike. Also allein die Farbe schon, ja. Satin Black, Holographic Black. Ja, für was steht denn das? Ne? Also das ist ja, da geht es ja schon los. Die Schrift hier unten am Unterrohr, die ist holographisch. Das heißt, wenn man das fotografiert oder einfach im Straßenverkehr von einem Auto angestrahlt wird, dann ist das richtig wie so, das reflektiert komplett die ganze Schrift. Der Sattel genauso. Vielleicht, wenn man drauf sitzt, sieht man es nicht so, aber es ist schon mal ein sehr, sehr geiles Gimmick. Und auch das Lenkerband übrigens, ja, wenn das fangen wir gleich mal ein, wenn das, ja, wenn da einfach Licht drauf kommt, dann erstrahlt ihr quasi. Er strahlt noch mehr auf dem Rad, als es ja eh schon strahlt. Und ja, dann könnt ihr quasi um die Wette strahlen, wenn man so will. Ja, also das bedeutet dieses Satin Black Holographic Black, wofür eben dieses Rad steht und wie es eben beschrieben ist. Und der Ausstattung kommt es ja dann hier zu euch nach Hause. Das Rad gibt es dann insgesamt in ein paar, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Größen. Und zwar ganz genau 49, 52, 54, 56, 58 und 61. Diese Größen, also immer so ein Zweier-Abschnitt, 2 cm Abschnitt. Das jetzt hier neben uns oder neben mir ist die 56 und da sage ich so ja, 1,78 m Körpergröße bis ungefähr 1,85 m, so in dem Dreh. Je nach Extremitätenlänge, da findet aber jeder in dieser Range eben, weil es ja so viele Auswahlmöglichkeiten gibt, durchaus sein Rad und sein passendes Rad. Aber wie gesagt, 1,78 bis 1,85, so sehe ich das ganz gut. Ja, gehen wir gleich direkt drauf ein. Also, wir haben natürlich, wie die Beschreibung schon sagt, einen Carbonrahmen. Und zwar ganz genau eine Fact 10R Carbon Frame. Soll bedeuten, wir haben also einen 10R, einen Rennradrahmen in der fast höchsten Ausbaustufe an Carbonlagen, die Specialized zu bieten hat. Es gibt ja neben diesen Fact, also es gibt ja Fact 9, 10 und 11, also 9, 10 und 11. 11 wäre dann S-Works, also die allerhöchste Stufe. Mehr geht wirklich, das ist nicht, das ist dann Endstufe. Das Tarmac jetzt hier mit dem 10R steht also ganz kurz davor. Und was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet einfach nur, dass durch unterschiedliche Faserbelegungen Specialized unterschiedliche Rahmengewichte generieren kann. Und das bedeutet jetzt hier fürs 10R, dass man wirklich einen sehr, sehr leichten Rahmen schon hat und eigentlich nur noch das toppen kann mit einem bisschen hier, ein bisschen da noch was mehr an Fasern und dadurch weniger Kleber und dadurch wird der S-Works-Rahmen nochmal leichter. Also das ist dann schon wirklich das Krasseste, was geht. Und 10R ist hier also schon ganz, ganz nah dran und man kann quasi durch diese verschiedenen Faserbelegungen zwischen 120 bis 200 Gramm nochmal sparen. Und das ist echt sehr, sehr viel. Ihr müsst euch mal überlegen, so ein Rahmen wiegt hier irgendwie 600, 700 Gramm. Ein S-Works-Rahmen dann so um die, naja, also viel weniger. Also das ist schon echt krass, also es gefällt mir wirklich sehr gut und da ist auch dieses ganze Know-how drin, das ist der ganze Gehirnschmalz, den Specialized halt wirklich hat, der fließt eben da wirklich komplett mit rein in solche Rahmen, in solche Bauarten und dahingehend finde ich Specialized einfach mit immer wirklich sehr, sehr weit vorne im, nicht nur Rennradbereich, auch im Mountainbike-Bereich und allgemein Fahrrad. Ja, dieses FACT steht für Functionally Advanced Composite Technology, also funktionell fortschrittliche zusammengesetzte Technologie. Also wirklich vieles fließt damit ein, soll es im Umkehrschluss bedeuten und dafür steht dieses FACT und dann eben R für Rennrad. Ja, das dazu, nur mal so am Rande. Dann eine saubere Zugführung hier, wirklich sehr, sehr schick gemacht. Hier oben links geht alles in den Rahmen rein, also intern natürlich verlegt das Ganze, die Schalt- und Bremszüge, alle hier intern verlegt, gehen dann nach hinten jeweils weg und kommen dann hier wieder raus. Und eben auf der anderen Seite die Hydraulikleitung, das ist natürlich wunderbar, weil Rennrad soll natürlich aerodynamisch sein, soll wenig Luftwiderstand haben und umso eher die Züge hier drinnen sind und alles schön verpackt ist, umso eher habe ich eben, ja, umso windschnittiger bin ich. Das ist eigentlich der Umkehrschluss, ne? Ja, und diese interne Zugverlegung hat eben das Tarmac natürlich und auch vorne die Gabel, da geht die Hydraulikleitung auch einmal innen drin durch die Gabel und kommt dann eben unten wieder raus und geht dann an den Bremssattel direkt mit ran. Dafür steht diese saubere Zugverlegung. Dann hat das Ganze eine interne Sattelklemmung, die kann ich dann hier verstellen natürlich. Ich habe hier oben nur so einen kleinen Gummipfropfen, dass sie mir nicht einfach abrauscht, wenn ich sie mal verstellen will. Und das kann ich dann eben hier
hoch und runter stellen mit einem entsprechenden Imbus. Das ist auch nochmal so ein kleines Ding, wofür dieser Rahmen steht. Was ich wirklich sehr, sehr gut finde und auch wirklich sein muss mittlerweile, ist eigentlich die Steckachsenfunktion. Die haben wir vorne und hinten, also sprich in der Gabel und auch im Rahmen. Hier im Rahmen ist es dann also hinten die 12x142 Einbaubreite, also eine richtig schöne Steckachse, also vom Durchmesser schön meine ich jetzt. Und das gibt uns wirklich Seitensteifigkeit. Da können wir richtig viel Power geben in den Kurven, ohne dass uns das Hinterrad so ganz leicht verwindet. Ja, und dafür steht eben so eine Steckachse und das macht es immer wieder gut, wenn sowas schon verbaut ist. Ein Flat Mount Standard für die Bremsanlage, also sprich der Bremssattel hier auf der linken Seite wird dann eben mit 50 mm Abstand, also Bohrlochabstand einfach befestigt. Das ist auch nochmal leichter, direkt auf dem Rahmen, ohne Adapter. Macht das Ganze wie gesagt leichter und ja, geschuldet eben dem Gesamtgewicht, wozu wir dann später noch kommen. Ja, was hat es noch? Genau, die Rider First Engineered Geometrie, das bedeutet, ich habe ja gerade gesagt, 6 verschiedene Größen und all diese verschiedenen Größen, da ist ja auch nicht jeder Fahrer gleich. Also wenn ich mit meiner 1,80 jetzt eine 49er Rahmenhöhe fahre, dann ist das auf jeden Fall zu klein. Das ist dann also nicht Rider First Engineered. Und Rider First Engineered bedeutet, wenn ich eine 56 fahre, was ich ja gesagt habe, 1,78 bis 1,85 Meter ungefähr ist die Range bei einer Rahmengröße 56, dann ist quasi dieses Rad dafür optimiert, bei meiner Körpergröße die bestmögliche Performance zu bieten. Das ist dieses Rider First Engineered. Und jede Größe ist nochmal für sich extra konfiguriert. Und das wiederum bedeutet, dass, wie ich schon sagte, einfach jeder Hintern in dieses Rad oder auf dieses Rad passt und damit das machen kann, was er machen will. Und dafür steht dieses Rider First. Ja, das also zur Geo von dem Rad. Ja, und ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Rahmen soweit. Ja, man kann natürlich einen Flaschenhalter montieren, zweimal, einmal hier, einmal dort. Das ist alles möglich. Die Di2 ist jetzt in dem Fall hier natürlich komplett innen verlegt. Ja, eine herkömmliche Schaltung würde auch gehen, wenn man es mal nachrüsten, umrüsten will oder was. Macht ja keiner, aber könnte man machen. Dann natürlich auch eine passende Fact 10R Carbon Gabel. Also auch hier wieder höchste Laminateigenschaften, also wirklich höchste Steifigkeit und eben auch Leichtigkeit das Ganze. Und wie ich schon sagte, mit einer 12x100 mm Steckachse dann für vorne das Ganze und auch mit einem Flat Mount Standard für den Bremssattel vorne. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann sind wir eigentlich auch schon im Specialized Cockpit. Da haben wir also einen Aluminiumlenker, einen Aluminiumvorbau und ein Specialized Holographic Lenkerband. Auch das ist dann, wie ich schon sagte, eben so, ja, das Glitzer blinkt dann halt so ein bisschen, wenn es angestrahlt wird und sieht eigentlich auch so ganz cool aus, weil es so ganz leicht blau, lila schimmert. Also es ist wirklich Specialized. Echt cool gemacht. Ja, und wenn wir schon im Cockpit sind, dann haben wir natürlich auch den STI Ultegra Di2 Schaltbremshebel. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig heißes Teil. Und zwar ganz genau deshalb, weil das ist also die Di2, also die elektronische Variante der Ultegra. Und zwar ganz genau die R8050. Hammerkrasse Bremse bzw. Schaltung. Also sowas Präzises, also ich fahre selbst die XT Di2 an meinem Rad und das ist ja schon wunderbar in Funktionalität, aber an einem Rennrad ist es ja nochmal so viel besser und so viel, es gibt dir so viel Feedback und so viel, du tippst den ja eigentlich nur so richtig an, den Schalthebel und schon ist der Gang drin. Du kannst Gänge überspringen, kannst selber einstellen, wie du es haben willst, wie viele Gänge übersprungen werden sollen, ob überhaupt einer übersprungen werden soll, etc. etc. Man kann da so viel individualisieren und so viel cool auf sich einstellen, dass es echt ja, High Level ist. Ne? Ich meine, das Rad ist ja auch High Level, aber trotzdem, das ist eben richtig gut. Ja? Also kann man wirklich so sagen. Ja, also der hydraulische Shifter, sprich eine Hydraulik-Bremsanlage. Das sind die Bremsscheiben vorne und hinten, jeweils 140er Bremsscheiben. Ich glaube, vorne müsste sogar eine 160er sein. Kann ich jetzt nicht so richtig erkennen. Aber auf jeden Fall ordentliche Scheiben mit viel Belüftung. Man sieht es auch, das sind die Freezer-Scheiben. Die haben richtig viel Belüftung. Da wird nochmal richtig was reingewirbelt während des Bremsvorgangs, sodass das Ganze eben nicht zu heiß wird. Dann mit den Eistech belegen in der Bremsanlage.
die auch nochmal, die haben so kleine Kühlrippen oben drauf auf den Bremsbelägen und dadurch hat man auch nochmal mehr Kühlung, weil wenn man sich mal vorstellt, man macht so eine Serpentinenabfahrt und hängt dann relativ viel an der Bremse oder bremst stark, dann wird dann natürlich auch Hitze generiert und dann muss das Ganze auch ordentlich gekühlt werden. Und dafür stehen eben diese beiden Komponenten, diese Kühlrippen und eben die Freezerscheiben von Shimano. Ja, was ich ganz gut finde, die haben ja in der Vergangenheit hat Shimano ja hier unten diese kleine Box dran gehabt nicht am Unterrohr, an der Unterseite vom Vorbau und dort musste man dann sein Kabel anschließen zum Aufladen, zum Auslesen, zum Updaten etc. All das fällt jetzt weg und auch zum Anschalten natürlich, wenn man will. Das fällt jetzt weg. Das hat man jetzt hier unten rechts in den Lenker integriert als Lenkerstopfen sozusagen. Ja? Also da habe ich jetzt eben meinen Taster, wo ich das Ganze aktivieren kann bzw. den Status sehen kann und ich kann dann hier das kleine Mini-USB-Kabel anschließen und eben diese Updates etc. damit durchführen. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja, zukunftsorientiert, super integriert, sieht nicht mehr so aufgesetzt aus. Auch wieder bezüglich des Ganzen, der Luftverwirbelung natürlich viel, viel besser, wenn das in den Rahmen bzw. Lenker jetzt mit eingebaut wird. Also auch da wieder top, top, top. Ja, jetzt haben wir also vorne die Bremse und die Schaltung, die Ultegra. Jetzt geht das Ganze also nach hinten weg, wie ich schon sagte, durch den Rahmen und trifft sich dann hier hinten am Ultegra Schaltwerk natürlich, das R8050 von Shimano. Das R8050 wird dann halt wunderbar durch den Hebel gesteuert und kann mit diesen kleinen Käbelchen, kommt es völlig zurecht. Ja, also man kann hier wirklich gewissenhaft sagen, das Ganze hält und das reißt nicht ab, weil das ist wunderbar auch in den Rahmen integriert und man hat hier echt, ja, einfach eine sehr, sehr hohe Wertigkeit und die Präzision und die Leichtigkeit, ja, wofür auch das Rad steht, dafür steht eben auch die Ultegra und es macht einfach Spaß damit zu schalten, ja. Dann ist eine Ultegra-Kette dran und da ist auch eine Ultegra-Kassette drauf. Die Kassette hat eine Abstufung von 11 bis 30 Zähne. Das sind auch gut Klettereigenschaften. Da kann man also auch gut mal die Serpentinen nicht nur runterfahren, sondern auch hochfahren. Ja, das geht ja dann einher. Und natürlich der Ultegra Di2 Umwerfer, der darf natürlich nicht fehlen, klar, zweifach. Das Ganze ist ja ein Kompaktantrieb. Das heißt also, ich habe zwei Kettenblätter vorne, hinten den 11er Antrieb, das heißt also 22 Gänge effektiv. Und ich habe eine Kettenblattabstufung von 52,36 vorne mit der Ultegra-Kurbel, komplettiert das Ganze. Ist wirklich was, ihr wisst es doch eigentlich selber. Wer sich für so ein Rad interessiert, der weiß auch, was sowas kostet und der weiß, dass Ultegra super ist. Also brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erklären. Deshalb mache ich auch weiter und zwar ganz genau mit der Sitzzone bei dem Specialized Tarmac Pro Disc. Und zwar ganz genau haben wir hier eine S-Works Sattelstütze, auch wieder aus dem Fact 10R Carbon. Ich habe ja vorher gesagt, müsste eigentlich 11 sein, weil es S-Works ist, aber nein, nicht bei der Sattelstütze. Also hier wieder eine richtig coole Sattelstütze. Dann der Toupet-Sattel von Specialized, auch ein richtig cooles Teil und zwar auch komplett Carbon. Das heißt also, ich habe hier ein Carbon-Gestell und ja, habe natürlich sehr viel Flex, was ja Carbon allgemein bietet. Ne? Deshalb ist übrigens auch so eine kleine Anekdote nebenbei noch, deshalb ist übrigens auch die Sitzstrebe, ja, die ist übrigens deshalb so weit abgesenkt nach hinten, damit ich hier durch diese filigranen Sitzstreben einfach viel, oder Druckstreben heißen sie ja, wirklich viel Komfort generieren kann. Und ein Tarmac ist ja eigentlich auch ein Langstreckenrennrad. Ne? Das ist ja jetzt klar, kann man damit auch ein Rennrad machen, à la Peter Sagan, aber man kann auf jeden Fall auch damit ja einfach so ein bisschen rumdüsen und ist eigentlich so ein Jedermannsrennrad, wenn man so will. Man kann damit aber auch richtig auf einen Racetrack gehen und damit eben seine Runden ziehen. Und durch dieses Komfortable, das ist halt auch der Grund, warum eigentlich, habe ich mal gelesen, Peter Sagan dieses Rad fährt im Peloton bzw. auf der Tour de France, liegt eben daran, dass es einfach so bequem ist, dass er da super reinpasst, dass es ihm Rider First Engineert, dass es ihm super sitzt und dass es ihm einfach gut passt und einfach sehr, sehr komfortabel ist. Und dafür stehen zum Beispiel diese Druckstreben. Ne? Dann haben wir hier die Kettenstreben, die dann wieder etwas dicker werden, dadurch, weil man ja hier die Power raufbringt dann im Tretlagerbereich. Wobei wir übrigens noch, das wollte ich noch erwähnen, ein BB30 Innenlager haben, also auch mit mehr Durchmesser und mehr Kraft, mehr Power, die da aufgebracht werden kann, ohne dass sich da großartig was verwindet beim Wiegetritt. Also wirklich sehr cool gemacht.
Dafür steht das Ganze eben. Ne? Aber jetzt nochmal zurück und genau diese Sattelstütze eben auch hier in so einem aerodynamischen Design, die eben auch wieder die Luft schneidet und dadurch wirklich sehr viel Vortrieb bietet dann oder zumindest das Ganze nochmal unterstützt. Und naja, eben der ganze Flex, das ist eben für was Carbon allgemein steht, wird da nochmal generiert. Also das komfortable Fahren. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Roval CL50 Laufradsatz. CL50, ein Carbon-Laufradsatz, besteht also aus Carbonflanken, sprich Felgenringen, Aluminiumspeichen. Vorne sind es 21 Speichen, hinten sind es 24 Speichen. Hinten ist sogar eine DT Swiss Narbe drin, also es steht Roval drauf, aber innen drin ist eine DT Swiss Narbe, eine 350er. Vorne ist eine reguläre von Roval verbaut, also sprich Specialized Narbe drin. Und ja, auch wieder Steifigkeit, Performance, direkter Vortrieb wird dadurch generiert. Hammergeiles Teil, kann ich nicht anders sagen. Specialized und DT Swiss, die Zusammenarbeit ist echt sehr, sehr gut. Gefällt mir. Ja, CL50, also ich habe eine Carbon Felge und das Ganze ist im 50 mm stark, deshalb auch das CL50. Und komplettiert wird das Ganze dann mit Ultraleichtschläuchen von Specialized bzw. einen S-Works Reifen von Specialized, der S-Works Turbo ganz genau und der Gripton Compound, also in einer sehr, sehr griffigen Mischung und in der Dimension 700 x 26C. Ja, da würde man jetzt auch sagen, ja, ist ja so breit. Ja, aber man geht eigentlich so ein bisschen weg bei den Rennrädern von 23 hin zu 25 oder eben jetzt hier auch 26, damit das Ganze so ein bisschen massentauglicher ist. Und wie ich ja schon sagte, das Tarmac ist ein Tourenrennrad für sehr lange Ausfahrten und da ist schon förderlich, wenn der Reifen etwas breiter ist. Ein bisschen mehr Kontrolle das Ganze, ein bisschen mehr Dämpfung natürlich auch, dabei aber nicht so viel mehr Gewicht, also bringt eigentlich nicht so viel, ja. Dass man jetzt sagt, ich mache jetzt noch einen 23er drauf, dann bin ich ja schneller. Ja, kann sein. Ich würde es so lassen, wenn er abgefahren ist. Ich würde ihn nochmal kaufen, weil der Gripton bzw. der S-Works Turbo hier wirklich sehr, sehr cool ist. Ja, das dazu. Black Belt hat er auch, das heißt also so ein bisschen Pannenschutz bieten die Reifen auch und dabei aber eben nicht irgendwie hier 5 Kilo einen Reifen und deshalb finde ich das auch ganz okay so. Ja, was haben wir denn noch eigentlich? Naja, gar nicht mehr so viel. Am Rennrad ist ja immer nicht so viel drin, leider, da kann man nicht so viel erzählen. Vielleicht noch eine Sache, der Reifen, sowohl als auch die Felgen sind tubeless ready. Wer möchte, kann sich das Ganze also umbauen und entsprechend komplettieren dann nochmal und Schlauch raus, Milch rein, fertig ist das. Also der Umbausatz ist natürlich mit dabei bei Specialized, ein Felgenbanden extra nochmal und ein paar Ventile. Ja, und wenn ihr Fragen habt zu dem Bike, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen haben sollte, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet über das Rad, dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Was auf jeden Fall ganz wichtig wäre mir, was haltet ihr von den 2019er Tarmac Pro, Disc Pro? Und ja, schreibt mir das mal. Und ansonsten bei Facebook kommt natürlich noch was dazu. Dann bei Instagram gibt es nochmal ein kleine Preview. Und ja, also ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach mal antwortet und so ein bisschen was schreibt und dass wir so ein bisschen interagieren können, dass wir uns mal kennenlernen noch ein bisschen mehr. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis dann einfach, ne? Bis zum nächsten Video, mal wieder garantiert. Ciao.